Eine Ein- und Ausstiegsstrategie bei Investments zu haben, ist schon die halbe Miete. Bisher war es relativ umständlich, innerhalb des Crypto-Spaces monatliche Umschichtungen vorzunehmen. Uns ist ein Tool zwischen die Füße gefallen, welches wir euch heute vorstellen und das uns unsere Arbeit unheimlich erleichtert. Also dranbleiben, damit ihr nichts verpasst. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir stellen euch heute mal wieder ein neues und unserer Meinung sehr nützliches Tool vor, welches uns das Interagieren im Kryptobereich massiv erleichtert. Bisher war es so, dass Sparpläne innerhalb von Kryptoassets relativ umständlich zu handeln waren. Man musste alles manuell vornehmen, das heißt sich jedes Mal in die Wiedervorlage setzen, ob man zum Beispiel täglich, wöchentlich oder monatlich einen Sparplan oder eine Umschichtung vornehmen möchte, und dann muss natürlich auch der Trade manuell ausgeführt werden. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass die Sache oder dass diese Aufgabe relativ zeitaufwendig ist und die Gefahr natürlich auch hoch ist, dass man die ein oder andere Ausführung auch mal verpennt bzw. vergisst. Der Nutzen von einem Sparplan liegt aber unseres Erachtens relativ offenkundig, und zwar er verteilt das Risiko, dass man zu einem falschen Zeitpunkt kauft oder verkauft. Dass man also entweder zu früh, also vor dem Top, verkauft oder zu früh oder vielleicht sogar auch zu spät am absoluten Tiefpunkt an der Talsohle nicht einsteigt. Und somit lässt sich auch feststellen, dass ein Sparplan ein sogenanntes Risikoallokationsinstrument ist, welches genau dieses gerade zuvor erwähnte Risiko verteilt, allerdings natürlich auf Kosten der durchschnittlichen Rendite. Wir haben ein Protokoll gefunden, das uns genau diese Arbeit abnimmt, und dies werden wir euch heute vorstellen. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, weil ihr es schätzt, dass ihr diese regelmäßigen Inhalte kostenlos mehrmals die Woche von uns erhaltet, dann leitet diese Videos gerne auch an andere Interessierte weiter oder gebt dem Video einfach nur einen Daumen hoch. Das würde uns sehr helfen. Jetzt gibt es noch eine kurze Einblendung und dann starten wir mit dem Videoinhalt. Krypto ist ein super spannender Bereich, der enorme Chancen, aber auch nicht zu unterschätzende Risiken birgt. Die Einstiegshürden sind noch sehr hoch und besonders für absolute Beginner nur schwer zu überwinden. Wir haben uns dieser Problematik angenommen und haben einen Leitfaden für euch erstellt, der nicht nur essentielles Grundlagenwissen vermittelt, sondern euch auch davor bewahrt, teure Anfängerfehler zu begehen. Ihr werdet zeitsparend und Schritt für Schritt aus einer Hand mit Wissen versorgt, welches euch mit diesem neuen Universum vertraut macht. Nehmt eine Abkürzung auf eurer Kryptoreise und schaut in unserem Shop auf financial-insider.net/shop vorbei. Unser Krypto-Novizenkurs bietet euch alles, was ihr für einen erfolgreichen Start benötigt. Für kleines Geld und in einem Format eurer Wahl. Viel Erfolg wünschen wir euch, und jetzt weiter mit dem Video. So, und hier sind wir auch schon. Wir werden uns heute das Protokoll Balmi etwas genauer angucken. Hier auf DeFi Lama wird es noch mit dem zuvor genannten Namen Mean Finance deklariert. In der Zwischenzeit hat das Protokoll sich umbenannt, aber an sich hat sich außer das Interface bzw. die Benutzeroberfläche eigentlich überhaupt nichts verändert. Das Protokoll, welches ursprünglich unter dem Namen Mean Finance gestartet ist, gibt es schon relativ lange, seit August 2021, ist aber immer noch relativ klein. Es nutzen also immer noch relativ wenige. Momentan ist etwa ein Total Value Locked von 1 Million US-Dollar in dem Protokoll verankert. Und wie man aber aus dem Verlauf heraus sehen kann, gab es keine Probleme mit dem Protokoll, es wurden keinerlei Hacks oder sowas vorgenommen. Es gibt auch zwei verschiedene Audits, einmal von PackShield und einmal Pessimistic, welches ich mir angeguckt habe, welche auch solide sind, und von daher sollte hier auch in der Zukunft zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nichts anbrennen. Wie ihr hier seht, werden auch verschiedene Blockchains unterstützt, das sind momentan etwa 7 an der Zahl. Es sind also die ganzen Layer 2 Blockchains aufgelistet, aber auch das Mainnet von Ethereum, sodass eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte. Hier sind wir auch schon in der Benutzeroberfläche des Protokolls selbst. Wie ihr seht, ist das Ganze relativ aufgeräumt. Die Funktionen sind übersichtlich. Wir haben hier einmal einen Home-Bereich. Es gibt eine separate Funktion, wo man innerhalb von dem Protokoll auch swappen kann, wobei das natürlich nichts Besonderes ist. Und hier sind wir auch bei den wiederkehrenden Investments. Wie funktioniert die ganze Sache? Ihr habt
den großen Vorteil, dass ihr hier relativ viele Währungen natürlich auch je nach Blockchain unterschiedlich auswählen könnt. Also Bitcoin, Ether, gestakte Ether, einige Altcoins, aber auch die meisten Stablecoins sind verfügbar, sodass im Endeffekt für jede ratierliche Investitionsstrategie die passenden Token vorhanden sein sollten. Wenn nicht, dann muss man eben über eine andere Kryptowährung eine Brücke finden. Wie funktioniert die ganze Sache? Im Endeffekt wählt man aus, welchen Token man in welchen eintauschen möchte. Man kann also hier zum Beispiel, wenn man jetzt an einem Hochpunkt wieder aussteigen möchte, also kontinuierlich, weil man denkt, dass die Kurse davongelaufen ist und so langsam ihren Hochpunkt erreicht haben, zum Beispiel von Ether in Stablecoins umtauschen, oder man kann das Ganze natürlich auch andersrum machen, indem man in einem Markt, der schon relativ stark korrigiert hat und hier zum größten Teil Stablecoins hält, jetzt wieder nach und nach in den Kryptobereich einsteigen, wenn man denkt, dass die Talsohle erreicht wurde und dass es wieder sinnvoll wäre, jetzt hier in fluktuierende Werte einzusteigen. Man kann sich hier entscheiden zwischen einer täglichen oder einer wöchentlichen Umschichtung. Das bedeutet also, dass man hier entweder sagen kann, okay, innerhalb einer gewissen Zeit von Tagen, einer gewissen Anzahl von Tagen, wird der vorher festgelegte Gesamtbetrag nach und nach umgeschichtet, wobei mir hier bei täglich meines Erachtens der dazugehörige Cost-Average-Effekt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, nicht so gut ausgenutzt werden kann. Ich würde hier zum Beispiel den Bereich wöchentlich wählen, dass, wenn ich denke, dass jetzt so langsam die Talsohle erreicht ist, dass ich dann zum Beispiel über 12 Wochen, respektive über 3 Monate, meine Stablecoins nach und nach dann wieder in zum Beispiel Ether oder welche Kryptowährung auch immer überführen möchte. Das ist es im Großen und Ganzen auch schon gewesen. Wenn ihr alle erforderlichen Daten eingegeben habt, könnt ihr hier dann diese Aktion autorisieren und das Investment starten, sodass im Hintergrund dann immer Woche für Woche oder Tag für Tag eine automatische Umschichtung in den jeweiligen Wert vorgenommen wird. Wichtig zu wissen ist, dass wir hier ja mit einer sogenannten Cost-Average-Strategie fahren. Das heißt, wir nutzen automatisch den Umstand, dass wir bei einem gleichbleibenden Investitionsbetrag automatisch mehr kaufen, wenn die Kurse günstiger sind, und automatisch weniger kaufen, wenn die Kurse hoch sind. Wichtig zu wissen ist, dass hier das Protokoll eine kleine Gebühr für diesen Dienst berechnet. Das sind 0,6% des Investitionsbetrages, der aber meines Erachtens, glaube ich, für den Komfortgewinn schon gerechtfertigt ist. Was ich richtig cool finde, was ich auch erst zum Schluss herausgefunden habe, ist der Umstand, dass bei den größeren Kryptowährungen, also gerade bei Ether, bei Bitcoin, bei den ganzen Stablecoins und so weiter und so fort, die gelockten Kryptowährungen, die erst nach und nach in die andere Kryptowährung umgetauscht werden, hier automatisch in Lending-Protokolle gegeben werden und für die Wartezeit über die Lending-Protokolle sehr, sehr konservative Renditen auf die hinterlegten Kryptowährungen ganz automatisch erzielt werden. Das heißt, die Kryptowährungen liegen nicht brach, solange sie noch nicht gespart wurden oder noch nicht umgeschichtet wurden, sondern erzielen sogar vollautomatisch im Hintergrund noch einige kleine Renditen für euch, und das über sehr große und namhafte Protokolle wie Aave, Yearn Finance und so weiter und so fort. Zusammenfassend möchte ich eigentlich nur noch sagen, dass das Protokoll rund um Balmi einen sehr guten Eindruck macht. Es sieht nach einem sehr soliden Protokoll aus, das zumindest für mich einen sehr, sehr großen Mehrwert liefert, weil es mir einige Arbeit abnimmt. Das regelmäßige Umschichten funktioniert sehr, sehr gut. Das Kapital liegt auch nicht brach, wie wir gesehen haben. Es werden zusätzliche Renditen durch Lending-Protokolle erzielt und die Gebühren sind auf alle Fälle adäquat. Ein kleines Manko ist, dass natürlich noch nicht alle größeren Kryptowährungen unterstützt werden, natürlich Blue Chips und einige größere Altcoins, aber natürlich bei weitem noch nicht alle, sodass man hier vielleicht einen kleinen Umweg durch eine Brückenwährung gehen muss. Ich werde es auf alle Fälle für den nächsten Einstieg nutzen, wenn wir uns in der nächsten Talsohle befinden, einfach um das Risiko, dass ich zum falschen Zeitpunkt einsteige, zu verteilen, aber auch damit ich den Kryptobereich nicht verlassen muss und weiterhin komplett vertrauenslos mit meinem Vermögen agieren kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ein hoffentlich sehr nützliches Tool, genauso wie für uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, und ansonsten sehen wir uns in ein paar Tagen bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.